Hallo und schön, dass du wieder am Start bist beim German Podcast. Ich bin Sophia und, ganz ehrlich, mein Morgen war heute das absolute Chaos. Der Wecker hat nicht geklingelt, die Milch für den Kaffee war sauer und die Straßenbahn ist mir vor der Nase weggefahren. Kennst du diese Tage, an denen einfach alles schief geht? Genau dafür sind wir heute hier. Wenn du im Alltag flüssiger sprechen willst, reichen einfache Hauptsätze oft nicht mehr aus. Für alle, die Deutsch B1 B2 meistern möchten, schauen wir uns heute an, wie verbindende Wörter wie obwohl, weil oder deshalb dein Sprechen sofort natürlicher machen. Wir machen das nicht starr mit Grammatikregeln, sondern praxisnah. Deutsch lernen mit Dialogen ist nämlich der beste Weg, um echte Alltagssituationen zu verstehen. Egal, ob du gerade Lernen Deutsch B1 vertiefst oder deinen Redefluss auf B2-Niveau bringen willst, mit der Methode Deutsch lernen mit Dialogen B1 fühlst du dich im Gespräch schnell viel sicherer. Später gibt es auch eine kurze Sequenz für Shadowing Deutsch, damit du die richtige Satzstellung und Betonung direkt mitsprechen kannst. Schnapp dir eine frische Tasse Kaffee und lass uns gemeinsam in den Morgen starten. Ich bin Marco. Und heute sprechen wir über den wohl wichtigsten Ort im Büro, die Kaffeeküche. Hier entstehen die besten Gespräche, aber manchmal weiß man einfach nicht, was man sagen soll. Wenn du Deutsch B1 B2 lernst, ist Smalltalk oft eine echte Herausforderung, weil man spontan reagieren muss. Am besten nutzt du diesen Teil für Shadowing Deutsch. Höre dir jeden Satz genau an und sprich ihn direkt nach. Ich sage jeden Satz zweimal, damit sich die Struktur tief einprägt. Lass uns sofort in die Kaffeeküche springen. Hallo. Na, wie geht es dir heute? Hallo. Na, wie geht es dir heute? Hast du heute auch schon so viel zu tun? Hast du heute auch schon so viel zu tun? Trinkst du deinen Kaffee lieber schwarz oder mit Milch? Trinkst du deinen Kaffee lieber schwarz oder mit Milch? Der Arbeitstag zieht sich heute wirklich extrem in die Länge. Der Arbeitstag zieht sich heute wirklich extrem in die Länge. Ist der Kaffee hier frisch gekocht worden? Ist der Kaffee hier frisch gekocht worden? Hast du am Wochenende etwas Schönes vor? Hast du am Wochenende etwas Schönes vor? Ich bin heute ehrlich gesagt noch überhaupt nicht wach. Ich bin heute ehrlich gesagt noch überhaupt nicht wach. Die Besprechung heute Morgen war mal wieder viel zu lang. Die Besprechung heute Morgen war mal wieder viel zu lang. Weißt du zufällig, ob heute noch ein Paket geliefert wird? Weißt du zufällig, ob heute noch ein Paket geliefert wird? Ich freue mich schon riesig auf die Mittagspause. Ich freue mich schon riesig auf die Mittagspause. Der Drucker im zweiten Stock funktioniert schon wieder nicht. Der Drucker im zweiten Stock funktioniert schon wieder nicht. Hast du kurz Zeit für eine kleine Pause? Hast du kurz Zeit für eine kleine Pause? Das Wetter soll morgen endlich wieder etwas besser werden. Das Wetter soll morgen endlich wieder etwas besser werden. Hattest du ein ruhiges und entspanntes Wochenende? Hattest du ein ruhiges und entspanntes Wochenende? Ich muss diese Woche unbedingt noch ein wichtiges Projekt abschließen. Ich muss diese Woche unbedingt noch ein wichtiges Projekt abschließen. Kannst du mir vielleicht den Zucker rüberreichen? Kannst du mir vielleicht den Zucker rüberreichen? Der Chef sucht dich übrigens schon seit heute Morgen. Der Chef sucht dich übrigens schon seit heute Morgen. Gibt es heute etwas Besonderes in der Kantine zu essen? Gibt es heute etwas Besonderes in der Kantine zu essen? Ich habe mir heute eigenes Essen von zu Hause mitgebracht. Ich habe mir heute eigenes Essen von zu Hause mitgebracht. Einerseits habe ich viel zu tun, andererseits fehlt mir die Motivation. Einerseits habe ich viel zu tun, andererseits fehlt mir die Motivation. Falls du Hilfe brauchst, gib mir einfach kurz Bescheid. Falls du Hilfe brauchst, gib mir einfach kurz Bescheid. Wir sollten uns später unbedingt noch kurz abstimmen. Wir sollten uns später unbedingt noch kurz abstimmen. Hast du die neueste E-Mail von der Geschäftsleitung schon gelesen? Hast du die neueste E-Mail von der Geschäftsleitung schon gelesen?
Die Klimaanlage ist heute wieder viel zu kalt eingestellt. Die Klimaanlage ist heute wieder viel zu kalt eingestellt. Ich brauche am Nachmittag auf jeden Fall noch einen zweiten Kaffee. Ich brauche am Nachmittag auf jeden Fall noch einen zweiten Kaffee. Obwohl die Woche anstrengend ist, vergeht die Zeit wie im Flug. Obwohl die Woche anstrengend ist, vergeht die Zeit wie im Flug. Hast du Lust, heute zusammen Mittagessen zu gehen? Hast du Lust, heute zusammen Mittagessen zu gehen? Ich habe gestern bis spät am Abend an der Präsentation gearbeitet. Ich habe gestern bis spät am Abend an der Präsentation gearbeitet. Das Meeting wurde kurzfristig auf morgen Nachmittag verschoben. Das Meeting wurde kurzfristig auf morgen Nachmittag verschoben. Wie läuft es eigentlich mit deinen aktuellen Aufgaben? Wie läuft es eigentlich mit deinen aktuellen Aufgaben? Wir müssen das Projekt pünktlich zum Monatsende fertigstellen. Wir müssen das Projekt pünktlich zum Monatsende fertigstellen. Möchtest du auch ein Stück von dem Kuchen probieren? Möchtest du auch ein Stück von dem Kuchen probieren? Eine Kollegin hat heute selbstgebackenen Kuchen mitgebracht. Eine Kollegin hat heute selbstgebackenen Kuchen mitgebracht. Sonst schaffe ich es heute leider nicht mehr rechtzeitig nach Hause. Sonst schaffe ich es heute leider nicht mehr rechtzeitig nach Hause. Ich muss vor dem Feierabend noch ein paar wichtige Mails schreiben. Ich muss vor dem Feierabend noch ein paar wichtige Mails schreiben. Eigentlich wollte ich heute pünktlich Feierabend machen. Eigentlich wollte ich heute pünktlich Feierabend machen. Vergisst du manchmal auch, genug Wasser im Büro zu trinken? Vergisst du manchmal auch, genug Wasser im Büro zu trinken? Ich wünsche dir schon mal einen produktiven und ruhigen Arbeitstag. Ich wünsche dir schon mal einen produktiven und ruhigen Arbeitstag. Wir sehen uns später in der Besprechung wieder. Wir sehen uns später in der Besprechung wieder. Mach dir keinen Stress, wir schaffen das zusammen. Mach dir keinen Stress, wir schaffen das zusammen. Das waren unsere 40 Alltagssätze für die Kaffeeküche. Wenn dir diese Episode gefallen hat, lasst bitte ein Like da, teilt das Video mit anderen Lernenden und schreibt uns einen Kommentar. Was können wir noch tun, um die Lektionen für euch noch nützlicher zu gestalten? Euer Feedback hilft unserer Community enorm zu wachsen. Heute geht es um eine Situation, die wir alle kennen: Einkaufen und Beschwerden im Supermarkt. Wenn du Deutsch B1 B2 lernst, musst du in solchen Momenten oft schnell und spontan reagieren. Jetzt kommt ein Training für Shadowing Deutsch. Ich spreche jeden Satz zweimal hintereinander. Höre genau hin und sprich direkt mit, um Satzstellung und Akzent zu perfektionieren. Springen wir direkt rein. Entschuldigung, wissen Sie, wo ich die frische Hafermilch finde? Entschuldigung, wissen Sie, wo ich die frische Hafermilch finde? Ich glaube, dieser Artikel wurde an der Kasse doppelt eingescannt. Ich glaube, dieser Artikel wurde an der Kasse doppelt eingescannt. Könnten Sie bitte eine weitere Kasse öffnen, da die Schlange sehr lang ist? Könnten Sie bitte eine weitere Kasse öffnen, da die Schlange sehr lang ist? Auf dem Schild steht ein anderer Preis als auf dem Kassenbon. Auf dem Schild steht ein anderer Preis als auf dem Kassenbon. Entschuldigen Sie, aber diese Tomaten sind leider schon schimmlig. Entschuldigen Sie, aber diese Tomaten sind leider schon schimmlig. Kann ich das Produkt umtauschen, obwohl ich den Bon nicht mehr habe? Kann ich das Produkt umtauschen, obwohl ich den Bon nicht mehr habe? Ich suche nach glutenfreien Produkten, aber ich kann sie nirgends finden. Ich suche nach glutenfreien Produkten, aber ich kann sie nirgends finden. Haben Sie dieses Bio-Olivenöl vielleicht noch hinten im Lager vorrätig? Haben Sie dieses Bio-Olivenöl vielleicht noch hinten im Lager vorrätig? Der Einkaufswagen lässt sich nur schwer lenken und ist leider beschädigt. Der Einkaufswagen lässt sich nur schwer lenken und ist leider beschädigt. Gibt es heute einen Rabatt auf diese Sonderangebote? Gibt es heute einen Rabatt auf diese Sonderangebote? Ich würde das gerne zurückgeben, da das Mindesthaltbarkeitsdatum bereits abgelaufen ist.
Ich würde das gerne zurückgeben, da das Mindesthaltbarkeitsdatum bereits abgelaufen ist. Können Sie mir sagen, wo das frische Vollkornbrot steht? Können Sie mir sagen, wo das frische Vollkornbrot steht? Ich möchte bitte mit Karte zahlen, ist das hier möglich? Ich möchte bitte mit Karte zahlen, ist das hier möglich? Die Verpackung war bereits geöffnet, als ich sie aus dem Regal genommen habe. Die Verpackung war bereits geöffnet, als ich sie aus dem Regal genommen habe. Ich habe diesen Coupon aus dem Prospekt, gilt der heute noch? Ich habe diesen Coupon aus dem Prospekt, gilt der heute noch? Stattdessen nehme ich lieber die günstige Eigenmarke. Stattdessen nehme ich lieber die günstige Eigenmarke. Könnten Sie mir bitte einen Kassenzettel für die Buchhaltung ausdrucken? Könnten Sie mir bitte einen Kassenzettel für die Buchhaltung ausdrucken? Das Leergut wird vom Pfandautomaten leider nicht akzeptiert. Das Leergut wird vom Pfandautomaten leider nicht akzeptiert. Sowohl das Obst als auch das Gemüse sind heute besonders frisch. Sowohl das Obst als auch das Gemüse sind heute besonders frisch. Trotzdem möchte ich mich kurz beschweren, weil der Service unfreundlich war. Trotzdem möchte ich mich kurz beschweren, weil der Service unfreundlich war. Ich habe zu wenig Wechselgeld zurückbekommen. Ich habe zu wenig Wechselgeld zurückbekommen. Könnten Sie mir bitte das Fach ganz oben im Regal erreichen? Könnten Sie mir bitte das Fach ganz oben im Regal erreichen? Wann bekommen Sie diese beliebten Kekse wieder rein? Wann bekommen Sie diese beliebten Kekse wieder rein? Die Butter ist im Angebot, aber das Regal ist schon komplett leer. Die Butter ist im Angebot, aber das Regal ist schon komplett leer. Ich brauche dringend eine Papiertüte für meinen Einkauf. Ich brauche dringend eine Papiertüte für meinen Einkauf. Es ist eine Frechheit, dass die Preise schon wieder gestiegen sind. Es ist eine Frechheit, dass die Preise schon wieder gestiegen sind. Darf ich mich kurz vordrängeln, weil ich nur ein einziges Teil habe? Darf ich mich kurz vordrängeln, weil ich nur ein einziges Teil habe? Der Kassenbon ist unleserlich gedruckt, kann ich einen neuen haben? Der Kassenbon ist unleserlich gedruckt, kann ich einen neuen haben? Ich suche nach regionalem Honig, wo steht der genau? Ich suche nach regionalem Honig, wo steht der genau? Das Gerät für kontaktloses Bezahlen funktioniert heute leider nicht. Das Gerät für kontaktloses Bezahlen funktioniert heute leider nicht. Ich bin mir sicher, dass die Eier hier beschädigt sind. Ich bin mir sicher, dass die Eier hier beschädigt sind. Haben Sie vielleicht noch eine frische Packung Käse im Kühlregal? Haben Sie vielleicht noch eine frische Packung Käse im Kühlregal? Können Sie mir sagen, bis wann der Supermarkt heute Abend geöffnet hat? Können Sie mir sagen, bis wann der Supermarkt heute Abend geöffnet hat? Der Preis auf dem Etikett stimmt überhaupt nicht mit dem Kassensystem überein. Der Preis auf dem Etikett stimmt überhaupt nicht mit dem Kassensystem überein. Ich möchte mich gerne an die Filialleitung wenden. Ich möchte mich gerne an die Filialleitung wenden. Ich nehme 2 Kilo von diesen Äpfeln mit. Ich nehme 2 Kilo von diesen Äpfeln mit. Der Kantautomat ist voll und nimmt keine weiteren Flaschen an. Der Kantautomat ist voll und nimmt keine weiteren Flaschen an. Vielen Dank für Ihre Hilfe und Ihren tollen Kundenservice. Vielen Dank für Ihre Hilfe und Ihren tollen Kundenservice. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag und einen ruhigen Feierabend. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag und einen ruhigen Feierabend. Wir sehen uns beim nächsten Einkauf im Supermarkt wieder. Wir sehen uns beim nächsten Einkauf im Supermarkt wieder. Heute widmen wir uns einem Thema, das wohl jeder von uns fürchtet, aber irgendwann meistern muss: dem Besuch in der Arztpraxis. Für alle auf dem Weg von Deutsch B1 B2 ist es enorm wichtig, körperliche Beschwerden präzise auf den Punkt zu bringen. Hier kommt eine Dosis Shadowing Deutsch. Ich spreche jeden Satz zweimal hintereinander vor.
und du sprichst direkt mit. Achte auf Betonung und Sprachrhythmus, damit alles flüssig sitzt. Gehen wir zusammen in die Praxis. Guten Tag. Ich habe einen Termin um 10 Uhr bei Frau Dr. Weber. Guten Tag. Ich habe einen Termin um 10 Uhr bei Frau Dr. Weber. Ich fühle mich seit 3 Tagen überhaupt nicht gut und habe starkes Kopfweh. Ich fühle mich seit 3 Tagen überhaupt nicht gut und habe starkes Kopfweh. Könnten Sie mir bitte sagen, wie lange die Wartezeit heute ungefähr ist? Könnten Sie mir bitte sagen, wie lange die Wartezeit heute ungefähr ist? Ich habe seit gestern Abend hohes Fieber und extreme Gliederschmerzen. Ich habe seit gestern Abend hohes Fieber und extreme Gliederschmerzen. Die Schmerzen werden immer schlimmer, besonders wenn ich tief einatme. Die Schmerzen werden immer schlimmer, besonders wenn ich tief einatme. Seitdem ich diese neuen Tabletten nehme, leide ich unter starker Übelkeit. Seitdem ich diese neuen Tabletten nehme, leide ich unter starker Übelkeit. Ich brauche dringend ein neues Rezept für mein gewohntes Blutdruckmedikament. Ich brauche dringend ein neues Rezept für mein gewohntes Blutdruckmedikament. Können Sie mich für diese Woche krank schreiben, da ich nicht arbeiten kann? Können Sie mich für diese Woche krank schreiben, da ich nicht arbeiten kann? Der Schmerz strahlt vom unteren Rücken direkt in mein linkes Bein aus. Der Schmerz strahlt vom unteren Rücken direkt in mein linkes Bein aus. Ich reagiere allergisch auf Penicillin und bestimmte Antibiotika. Ich reagiere allergisch auf Penicillin und bestimmte Antibiotika. Während ich spazieren war, ist mir plötzlich extrem schwindelig geworden. Während ich spazieren war, ist mir plötzlich extrem schwindelig geworden. Ich habe seit einer Woche einen trockenen Husten, der mich nachts wach hält. Ich habe seit einer Woche einen trockenen Husten, der mich nachts wach hält. So dass ich mich besser erholen kann, bleibe ich die nächsten Tage im Bett. So dass ich mich besser erholen kann, bleibe ich die nächsten Tage im Bett. Haben Sie vielleicht einen früheren Termin, weil es sich um einen Notfall handelt? Haben Sie vielleicht einen früheren Termin, weil es sich um einen Notfall handelt? Mein Hals tut beim Schlucken sehr weh und ist stark geschwollen. Mein Hals tut beim Schlucken sehr weh und ist stark geschwollen. Ich würde gerne meine Blutwerte untersuchen lassen, um auf Nummer sicher zu gehen. Ich würde gerne meine Blutwerte untersuchen lassen, um auf Nummer sicher zu gehen. Wie oft am Tag muss ich dieses Medikament vor den Mahlzeiten einnehmen? Wie oft am Tag muss ich dieses Medikament vor den Mahlzeiten einnehmen? Gibt es bei dieser Salbe irgendwelche bekannten Nebenwirkungen? Gibt es bei dieser Salbe irgendwelche bekannten Nebenwirkungen? Ich habe mir beim Sport den rechten Knöchel verdreht und kann kaum auftreten. Ich habe mir beim Sport den rechten Knöchel verdreht und kann kaum auftreten. Mein Magen brennt besonders dann, wenn ich fettige Speisen gegessen habe. Mein Magen brennt besonders dann, wenn ich fettige Speisen gegessen habe. Ich muss meinen Termin morgen leider absagen, da mir etwas dazwischen gekommen ist. Ich muss meinen Termin morgen leider absagen, da mir etwas dazwischen gekommen ist. Können Sie mir eine Überweisung zum Facharzt für Orthopädie ausstellen? Können Sie mir eine Überweisung zum Facharzt für Orthopädie ausstellen? Ich spüre ein unangenehmes Drücken im Brustbereich seit heute Morgen. Ich spüre ein unangenehmes Drücken im Brustbereich seit heute Morgen. Der Arzt hat mir geraten, mich in den nächsten Tagen körperlich zu schonen. Der Arzt hat mir geraten, mich in den nächsten Tagen körperlich zu schonen. Muss ich für diese Laboruntersuchung nüchtern in die Praxis kommen? Muss ich für diese Laboruntersuchung nüchtern in die Praxis kommen? Ich habe seit Wochen starke Schlafstörungen und fühle mich ständig müde. Ich habe seit Wochen starke Schlafstörungen und fühle mich ständig müde. Könnten Sie mir bitte eine Bescheinigung für meinen Arbeitgeber mitgeben? Könnten Sie mir bitte eine Bescheinigung für meinen Arbeitgeber mitgeben? Meine Augen brennen und tränen stark, wenn ich am Computer arbeite. Meine Augen brennen und tränen stark, wenn ich am Computer arbeite. Ich habe mir eine Erkältung zugezogen und brauche etwas gegen die Symptome.
Ich habe mir eine Erkältung zugezogen und brauche etwas gegen die Symptome. Ist die Behandlung schmerzhaft oder brauche ich eine örtliche Betäubung? Ist die Behandlung schmerzhaft oder brauche ich eine örtliche Betäubung? Ich leide seit 2 Tagen unter sehr starken Bauchschmerzen und Krämpfen. Ich leide seit 2 Tagen unter sehr starken Bauchschmerzen und Krämpfen. Haben Sie meine medizinischen Unterlagen aus der alten Praxis bereits vorliegen? Haben Sie meine medizinischen Unterlagen aus der alten Praxis bereits vorliegen? Ich möchte gerne einen Kontrolltermin für das nächste Halbjahr vereinbaren. Ich möchte gerne einen Kontrolltermin für das nächste Halbjahr vereinbaren. Der Ausschlag auf meiner Haut juckt extrem und hat sich weiter ausgebreitet. Der Ausschlag auf meiner Haut juckt extrem und hat sich weiter ausgebreitet. Können Sie mir ein schmerzstillendes Mittel gegen die Zahnschmerzen empfehlen? Können Sie mir ein schmerzstillendes Mittel gegen die Zahnschmerzen empfehlen? Ich fühle mich insgesamt sehr abgeschlagen und kraftlos. Ich fühle mich insgesamt sehr abgeschlagen und kraftlos. Muss ich das Antibiotikum wirklich bis zum Ende der Packung durchnehmen? Muss ich das Antibiotikum wirklich bis zum Ende der Packung durchnehmen? Vielen Dank für die schnelle Hilfe und die gute Beratung heute. Vielen Dank für die schnelle Hilfe und die gute Beratung heute. Gute Besserung an alle, die gerade krank zu Hause im Bett liegen. Gute Besserung an alle, die gerade krank zu Hause im Bett liegen. Pass gut auf dich auf und bis zum nächsten Mal beim German Podcast. Pass gut auf dich auf und bis zum nächsten Mal beim German Podcast. Heute geht es ans Eingemachte. Jetzt wird nicht nur zugehört, sondern direkt mitgesprochen. Wer Deutsch B1 B2 wirklich meistern möchte, muss die Zunge trainieren und die Mundmuskulatur an die deutsche Satzstellung gewöhnen. Mach dich bereit für deine Portion Shadowing Deutsch. Ich spreche jeden Satz zweimal hintereinander flüssig vor. Sprich am besten direkt beim zweiten Mal synchron mit. Achte auf die Betonung und versuche, die Verben automatisch an die richtige Stelle zu setzen. Los geht's! Ich lerne jeden Tag Deutsch, obwohl ich wenig Zeit habe. Ich lerne jeden Tag Deutsch, obwohl ich wenig Zeit habe. Er bleibt zu Hause, weil er sich heute nicht gut fühlt. Er bleibt zu Hause, weil er sich heute nicht gut fühlt. Sie geht zum Supermarkt, um frisches Gemüse kaufen zu können. Sie geht zum Supermarkt, um frisches Gemüse kaufen zu können. Obwohl der Bus Verspätung hatte, bin ich pünktlich angekommen. Obwohl der Bus Verspätung hatte, bin ich pünktlich angekommen. Wir trinken noch einen Kaffee, bevor die Besprechung anfängt. Wir trinken noch einen Kaffee, bevor die Besprechung anfängt. Falls du Fragen hast, kannst du mich jederzeit anrufen. Falls du Fragen hast, kannst du mich jederzeit anrufen. Ich melde mich bei dir, sobald ich im Büro angekommen bin. Ich melde mich bei dir, sobald ich im Büro angekommen bin. Er hat die Prüfung bestanden, obwohl er sehr nervös war. Er hat die Prüfung bestanden, obwohl er sehr nervös war. Sie hat viel geübt, sodass sie jetzt fließend sprechen kann. Sie hat viel geübt, sodass sie jetzt fließend sprechen kann. Ich rufe dich an, damit wir den Termin abstimmen können. Ich rufe dich an, damit wir den Termin abstimmen können. Je mehr ich lese, desto besser verstehe ich die Grammatik. Je mehr ich lese, desto besser verstehe ich die Grammatik. Einerseits ist es anstrengend, andererseits macht es großen Spaß. Einerseits ist es anstrengend, andererseits macht es großen Spaß. Seitdem er in Berlin lebt, spricht er täglich Deutsch. Seitdem er in Berlin lebt, spricht er täglich Deutsch. Wir gehen spazieren, anstatt den ganzen Tag zu Hause zu sitzen. Wir gehen spazieren, anstatt den ganzen Tag zu Hause zu sitzen. Er hat nicht nur fleißig gelernt, sondern auch viel gesprochen. Er hat nicht nur fleißig gelernt, sondern auch viel gesprochen. Ich gehe früh ins Bett, damit ich morgen fit bin. Ich gehe früh ins Bett, damit ich morgen fit bin. Wider Erwarten war die Prüfung gar nicht so schwer.
Wider Erwarten war die Prüfung gar nicht so schwer. Wir bleiben im Park, solange die Sonne noch scheint. Wir bleiben im Park, solange die Sonne noch scheint. Ich habe das Buch gelesen, während ich im Zug saß. Ich habe das Buch gelesen, während ich im Zug saß. Entweder fahren wir mit dem Zug oder wir nehmen den Bus. Entweder fahren wir mit dem Zug oder wir nehmen den Bus. Weder hatte ich genug Zeit, noch hatte ich die passenden Werkzeuge. Weder hatte ich genug Zeit, noch hatte ich die passenden Werkzeuge. Er erklärt das Thema so klar, dass alle es sofort verstehen. Er erklärt das Thema so klar, dass alle es sofort verstehen. Anstatt ins Kino zu gehen, bleiben wir heute gemütlich daheim. Anstatt ins Kino zu gehen, bleiben wir heute gemütlich daheim. Ich trinke lieber Tee als Kaffee am späten Abend. Ich trinke lieber Tee als Kaffee am späten Abend. Er ist müde, trotzdem arbeitet er konzentriert weiter. Er ist müde, trotzdem arbeitet er konzentriert weiter. Ich helfe dir gerne, vorausgesetzt du fragst mich rechtzeitig. Ich helfe dir gerne, vorausgesetzt du fragst mich rechtzeitig. Sie lernt weiter, ungeachtet der vielen Hindernisse. Sie lernt weiter, ungeachtet der vielen Hindernisse. Ich habe den Bus verpasst, folglich muss ich das Taxi nehmen. Ich habe den Bus verpasst, folglich muss ich das Taxi nehmen. Je früher wir starten, desto schneller sind wir fertig. Je früher wir starten, desto schneller sind wir fertig. Sie ist sowohl klug als auch sehr hilfsbereit. Sie ist sowohl klug als auch sehr hilfsbereit. Ich bin spazieren gegangen, obwohl es stark geregnet hat. Ich bin spazieren gegangen, obwohl es stark geregnet hat. Wir bleiben drinnen, bis der Regen wieder aufhört. Wir bleiben drinnen, bis der Regen wieder aufhört. Er fragt mich, ob ich am Wochenende Zeit habe. Er fragt mich, ob ich am Wochenende Zeit habe. Ich weiß genau, dass du diese Aufgabe schaffen wirst. Ich weiß genau, dass du diese Aufgabe schaffen wirst. Wir müssen uns beeilen, sonst verpassen wir den Flug. Wir müssen uns beeilen, sonst verpassen wir den Flug. Ich verstehe die Regel, aber das Beispiel ist verwirrend. Ich verstehe die Regel, aber das Beispiel ist verwirrend. Wir treffen uns um 8, es sei denn es regnet in Strömen. Wir treffen uns um 8, es sei denn es regnet in Strömen. Ich bin mir sicher, dass sich dein Sprachgefühl bald verbessert. Ich bin mir sicher, dass sich dein Sprachgefühl bald verbessert. Nichtsdestotrotz geben wir heute unser Bestes beim Üben. Nichtsdestotrotz geben wir heute unser Bestes beim Üben. Du hast heute fantastisch mitgesprochen und dein Bestes gegeben. Du hast heute fantastisch mitgesprochen und dein Bestes gegeben. Heute sprechen wir über etwas, das das Leben erst richtig schön macht. Treffen mit Freunden und Pläne schmieden für das Wochenende. Für Lernende auf dem Niveau Deutsch B1 B2 ist es besonders wichtig, Vorschläge zu machen, Kompromisse einzugehen und Absagen höflich zu formulieren. Jetzt ist Zeit für deine tägliche Portion Shadowing Deutsch. Ich spreche jeden Satz zweimal hintereinander vor. Sprich am besten direkt beim zweiten Mal laut mit, um Melodie, Satzstellung und Rhythmus ganz natürlich zu verinnerlichen. Los geht's! Hast du am kommenden Wochenende schon etwas Bestimmtes vor? Hast du am kommenden Wochenende schon etwas Bestimmtes vor? Lass uns doch am Freitagabend zusammen in das neue Restaurant gehen. Lass uns doch am Freitagabend zusammen in das neue Restaurant gehen. Wir könnten uns im Park treffen, anstatt den ganzen Tag drinnen zu sitzen. Wir könnten uns im Park treffen, anstatt den ganzen Tag drinnen zu sitzen. Je früher wir reservieren, desto besser bekommen wir einen guten Tisch. Je früher wir reservieren, desto besser bekommen wir einen guten Tisch. Hast du Lust, am Samstagabend zusammen ins Kino zu gehen? Hast du Lust, am Samstagabend zusammen ins Kino zu gehen? Ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns bald wiedersehen. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns bald wiedersehen.
Wir könnten ein gemütliches Picknick am See machen, wenn das Wetter mitspielt. Wir könnten ein gemütliches Picknick am See machen, wenn das Wetter mitspielt. Passt es dir eher am Samstag oder wäre dir der Sonntag lieber? Passt es dir eher am Samstag oder wäre dir der Sonntag lieber? Ich richte mich da ganz nach dir. Sag mir einfach Bescheid. Ich richte mich da ganz nach dir. Sag mir einfach Bescheid. Wir haben uns schon wirklich sehr lange nicht mehr persönlich gesehen. Wir haben uns schon wirklich sehr lange nicht mehr persönlich gesehen. Sollen wir uns direkt am Hauptbahnhof oder vor dem Café treffen? Sollen wir uns direkt am Hauptbahnhof oder vor dem Café treffen? Ich schlage vor, dass wir uns gegen 8 Uhr abends verabreden. Ich schlage vor, dass wir uns gegen 8 Uhr abends verabreden. Leider muss ich für Freitag abzusagen, da mir etwas Dringendes dazwischen gekommen ist. Leider muss ich für Freitag abzusagen, da mir etwas Dringendes dazwischen gekommen ist. Können wir unser Treffen vielleicht auf nächste Woche verschieben? Können wir unser Treffen vielleicht auf nächste Woche verschieben? Einerseits habe ich große Lust, andererseits bin ich extrem müde. Einerseits habe ich große Lust, andererseits bin ich extrem müde. Wir könnten zusammen kochen, anstatt schon wieder Essen zu bestellen. Wir könnten zusammen kochen, anstatt schon wieder Essen zu bestellen. Bring gerne noch ein paar Freunde mit. Je mehr Leute, desto lustiger wird es. Bring gerne noch ein paar Freunde mit. Je mehr Leute, desto lustiger wird es. Ich frage kurz in der WhatsApp-Gruppe, wer sonst noch mitkommen möchte. Ich frage kurz in der WhatsApp-Gruppe, wer sonst noch mitkommen möchte. Hast du spontan Zeit, heute Abend ein Bier trinken zu gehen? Hast du spontan Zeit, heute Abend ein Bier trinken zu gehen? Wir treffen uns um 7 Uhr, es sei denn es fängt an zu regnen. Wir treffen uns um 7 Uhr, es sei denn es fängt an zu regnen. Ich habe für uns alle bereits einen Tisch auf der Terrasse reserviert. Ich habe für uns alle bereits einen Tisch auf der Terrasse reserviert. Sowohl der Samstag als auch der Sonntag passen mir diese Woche sehr gut. Sowohl der Samstag als auch der Sonntag passen mir diese Woche sehr gut. Lass uns vorher noch kurz telefonieren, damit wir die Details besprechen können. Lass uns vorher noch kurz telefonieren, damit wir die Details besprechen können. Ich freue mich schon unglaublich auf unser gemeinsames Wochenende. Ich freue mich schon unglaublich auf unser gemeinsames Wochenende. Welchen Film möchtest du dir im Kino am liebsten ansehen? Welchen Film möchtest du dir im Kino am liebsten ansehen? Wir können uns auch gerne bei mir zu Hause einen gemütlichen Abend machen. Wir können uns auch gerne bei mir zu Hause einen gemütlichen Abend machen. Ich bin etwas spät dran, aber ich schaffe es pünktlich zum Treffpunkt. Ich bin etwas spät dran, aber ich schaffe es pünktlich zum Treffpunkt. Gibt es in der Nähe einen guten Ort, wo man draußen sitzen kann? Gibt es in der Nähe einen guten Ort, wo man draußen sitzen kann? Entweder gehen wir heute ins Theater oder wir schauen eine Ausstellung an. Entweder gehen wir heute ins Theater oder wir schauen eine Ausstellung an. Ich muss morgen zwar früh raus, aber auf ein Getränk bleibe ich gerne. Ich muss morgen zwar früh raus, aber auf ein Getränk bleibe ich gerne. Hast du Lust auf einen spontanen Ausflug ins Grüne am Sonntag? Hast du Lust auf einen spontanen Ausflug ins Grüne am Sonntag? Kommst du mit dem Fahrrad oder nimmst du lieber die U-Bahn? Kommst du mit dem Fahrrad oder nimmst du lieber die U-Bahn? Ich bringe einen selbstgebackenen Kuchen für unser Treffen mit. Ich bringe einen selbstgebackenen Kuchen für unser Treffen mit. Lass uns die Pläne festmachen, damit alle Bescheid wissen. Lass uns die Pläne festmachen, damit alle Bescheid wissen. Ich kann dieses Mal leider nicht kommen, aber beim nächsten Mal bin ich auf jeden Fall dabei. Ich kann dieses Mal leider nicht kommen, aber beim nächsten Mal bin ich auf jeden Fall dabei. Schreib mir einfach kurz, sobald du losfährst. Schreib mir einfach kurz, sobald du losfährst. Wir sollten so etwas unbedingt viel öfter zusammen machen. Wir sollten so etwas unbedingt viel öfter zusammen machen. Danke für den wunderbaren und lustigen Abend mit euch allen. Danke für den wunderbaren und lustigen Abend mit euch allen.
Kommt alle gut und sicher nach Hause. Kommt alle gut und sicher nach Hause. Wir sehen uns ganz bald wieder zum nächsten Treffen. Wir sehen uns ganz bald wieder zum nächsten Treffen. Wenn wir ehrlich sind, fühlt sich Sprache lernen manchmal an wie ein riesiger Berg, den man erklimmen muss. Aber schau mal zurück, was du heute alles geschafft hast. Du hast nicht nur zugehört, sondern hast aktiv mitgesprochen und dein Sprachgefühl auf ein völlig neues Level gebracht. Der Schlüssel zum flüssigen Sprechen liegt nicht darin, stundenlang Grammatiktabellen auswendig zu lernen. Es geht darum, Verbindungen im Kopf aufzubauen und Sprache lebendig werden zu lassen. Genau deshalb ist Deutschlernen mit Dialogen so unglaublich effektiv. Du nimmst echte Satzstrukturen auf, die dir im Alltag sofort weiterhelfen, egal, ob in der Kaffeeküche, beim Arzt oder im Supermarkt. Für alle, die mitten im Prozess Deutsch B1, B2 stecken, sind Konnektoren wie kleine Brücken. Sie verbinden deine Gedanken und machen deine Sätze eleganter und natürlicher. Wenn du gerade noch dabei bist, dein Fundament bei Lernen Deutsch B1 zu festigen oder mit Deutsch lernen mit Dialogen B1 gezielt deinen Redefluss für B2 schärfen willst, mach dir keinen Druck. Sprache braucht Zeit, Geduld und vor allem regelmäßige Übung. Nimm dir diese Folge ruhig öfter vor und nutze sie für dein tägliches Shadowing Deutsch. Sprich die Sätze nach, bis sie sich ganz natürlich anfühlen. Du wirst merken, wie von Woche zu Woche mehr Selbstbewusstsein dazukommt. Wenn dir diese Episode gefallen hat, unterstütze uns bitte sehr gerne. Klicke auf Like, teile das Video mit deinen Freunden und schreib uns unten in die Kommentare, was hat dir an dieser Folge besonders gut gefallen? Und was können wir noch tun, um die Lektionen für dich und deine Lernreise noch nützlicher zu gestalten? Dein Feedback hilft unserer Community enorm zu wachsen. Danke fürs Zuhören. Bleib dran und bis zum nächsten Mal beim German Podcast.